Willkommen zum dritten Teil des Videotutorials zum Thema trittinduzierte Schwingung einer Deckenplatte. Nachdem wir zuvor das Deckensubsystem vorbereitet und dann die Modalanalyse durchgeführt haben, kommen wir jetzt zur Berechnung der Schwingungsanalyse. Ich habe hier in Klammern geschrieben, lokaler Anregungsort. Das erkläre ich Ihnen gleich noch genauer, was damit gemeint ist. Hier an dieser Stelle haben wir im vorherigen Video aufgehört und machen jetzt weiter, indem ich eine neue Gruppe anlege und sie trittinduzierte Schwingung, lokale Anregung nenne. In der aktuellen Sophistic-Version 2026.02 gibt es noch keinen grafischen Task für die Eingabe, also füge ich einen Teddy-Task ein. Diesen will ich umbenennen in ebenfalls trittinduzierte Schwingung, lokale Anregung. Mit einem Doppelklick öffnen wir den noch leeren Teddy-Task. Die Schwingungsanalyse ist implementiert im Programm FEA Bench, also schreibe ich proc FEA Bench. Jetzt wurden hier automatisch die Zeilen Kopf und Ende angelegt. Das sind offensichtlich deutsche Wörter. An dieser Stelle müssen wir aber auf die englische Eingabe wechseln, da das Modul FEA Bench nur in Englisch zur Verfügung steht. Ich blende Ihnen hier einmal die Teddy-Kurzbefehle ein. Zum Umschalten auf Englisch müssen wir demnach die Steuerungstaste festhalten und dann kurz nacheinander die Tasten Q und T drücken. Also Steuerungstaste Q, T. Ja, und jetzt steht da nicht mehr Kopf und Ende, sondern Head und End. Damit weiß ich, dass ich nun in der englischen Eingabesprache bin. Hinter Head kann ich als Namen des Abschnitts lokale Anregungen schreiben. Ja, und dann geht es los mit dem Task und das ist FFA. Ich stelle mich auf den Begriff Task und drücke die F1-Taste. Dadurch bekomme ich die Hilfe angeboten. Ja, hier sieht man, welche Tasks zur Verfügung stehen. EIGE für die dynamische Eigenmodanalyse, RSA für Response-Spektrum-Analyse, also für Erdbeben beispielsweise und so weiter. Und hier sehen wir, warum ich FFA geschrieben habe. Das ist nämlich die Footfall Analysis und das ist genau das, was wir hier machen. Die Footfall Analysis ist die trittinduzierte Schwingungsanalyse. Gut, wir wollen die zuvor berechneten Eigenmoden nutzen. Das beginnt hier mit Type, also TYP wird auch angeboten. Und wir wählen REST für Restart. Die Eigenwerte sind bereits verfügbar. Also ich brauche nur R zu schreiben, dann wird das schon angeboten. Dann kommt hier als nächstes N-Eig für die Anzahl der zu berechnenden Eigenmoden. Hier wähle ich, oder ich schreibe erst Nike, wird schon angeboten, Nike. Hier wähle ich jetzt Auto. Ja, das bedeutet, dass alle verfügbaren Eigenwerte berücksichtigt werden sollen. Jetzt geht es weiter mit LCB. LCB, das ist die Load Case Base Number, also die Basisnummer des Ergebnisses
Lastfiles, die wir zuvor hier eingegeben bzw. übernommen hatten, also 10.001. Jetzt wollen wir uns entscheiden, wie die FFA, also die Foodfall Analysis, durchgeführt werden soll. Das beginnt hier mit Type C, also Type of Check. Und hier stehen die beiden Leitfäden CCIP 16 und SCIP 354 zur Verfügung, während sich der SCI nur auf Stahlbauten bezieht, ist der CCIP breiter anwendbar auf verschiedene Materialien, also Beton, Stahl, Holz. Deswegen entscheide ich mich hier für CCIP. Es geht weiter mit Typ A, also Type of Analysis. Und hier ist jetzt genau das gemeint, was ich im vorherigen Video recht ausführlich versucht habe zu erklären. Es geht um die Frage, ob eine Resonanzantwort oder eine Impulsantwort untersucht werden soll. Wir hatten festgestellt, dass die Eigenmoden bei uns unter 10 Hertz beginnen und bis über 20 Hertz verlaufen. Und genau deswegen sind beide Verfahren von uns zu untersuchen. Hierbei bedeutet Steady State das Resonanzantwortverfahren und Transient steht für das Impulsantwortverfahren. Wir schreiben also both. Jetzt geht es weiter mit FRQS. Das ist die Grenzantwort für die Resonanzantwort. Ich blende das hier mal ein. Hier empfiehlt der CCEP im Anhang A eine Grenzfrequenz von 15 Hertz. Also schreibe ich 15. Als nächstes kommt FRQT, also die Grenzfrequenz für das andere Verfahren, also für das Impulsantwortverfahren. Auch hier finden wir eine Antwort im CCEP. Dort steht, dass alle Moden bis zum Doppelten der ersten Eigenfrequenz zu berücksichtigen sind. Die erste Eigenfrequenz bei uns war 9,84, also etwa das Doppelte. Deswegen trage ich hier jetzt 20 ein. Abschließend müssen wir noch angeben, ab welchen LCR, also ab welcher Lastfallnummer die Ergebnisse gespeichert werden sollen. Hier wähle ich 30.000. Als nächstes müssen wir die Antwortorte definieren, das heißt die Punkte, an denen die Antwortfaktoren berechnet werden sollen. FFRN, das beginnt hier mit Selé. Ja, das kann entweder durch die Angabe der Knotennummern der einzelnen Deckenelemente oder durch die Angabe einer Gruppennummer geschehen. Sofern die Gruppe Quad-Elemente enthält, werden alle zugehörigen Knoten als Reaktionsorte verwendet. Wir haben hier ja extra den Gruppennummernansatz gewählt, also Gruppe 10 für den Flur und 20 für den Bürobereich. Somit schreibe ich hier jetzt natürlich QGRP und dann kommt NO für die Nummer und 10 für den Flurbereich. Jetzt folgt der hier TRF-Ziel-Antwortfaktor. Das war ja diese Tabelle.
3.1 aus dem CCEP. Das hatte ich im ersten Videoteil schon mal gezeigt und erklärt. Und wir entscheiden uns für TRF 8.0 Hertz im Bereich des Flurs. Mit Steuerung D dupliziere ich die Zeile und ändere die Werte für den Bürobereich ab. Das ist also die Nummer 20 und es soll ein strikterer Grenzwert für den Bürobereich gelten. Ich entscheide mich für 4 Hertz. Abschließend fehlt jetzt nur noch das Belastungsmuster FFLP, also Footfall Load Pattern. Es beginnt mit Type. Wir befinden uns im CCIP, also ist der Typ CCPF. Jetzt kommt die Anregungsart EXCT, Excitation. Und hier bietet Sophistic 3 Möglichkeiten an. Self-Excitation, Full Excitation und Full Excitation with Influence Radius. Hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Ins Deutsche übersetzt würden die Begriffe Selbstanregung und Vollanregung bedeuten. Diese Begriffe sind Ihnen eventuell aus der klassischen Schwingungstheorie bekannt. Sophistic verwendet Selbstanregung und Vollanregung, aber nicht im klassischen schwingungstheoretischen Sinn, sondern als Rechen- oder Modellierungsbegriffe. Bei der Selbstanregung wirkt die Anregung nur an der Stelle, an der der Fußgänger gerade steht. Es findet keine Wechselwirkung mit anderen möglichen Schrittpositionen statt. Es handelt sich also um eine lokale Anregung, aus der eine lokale Antwort folgt. Und deswegen habe ich diesen Videoteil und diesen Teddy-Task mit lokale Anregung oder lokale Anregungsort bezeichnet. Die Selbstanregung bietet eine schnelle und rechnerisch effiziente Berechnung, ist aber möglicherweise weniger konservativ als die Vollanregung. Die Vollanregung im Sinne von Sophistic, also im Sophistic-Sinn, geht davon aus, dass Anregungen an allen ausgewählten Anregungspunkten der Struktur auftreten können. Der ungünstigste Beitrag all dieser Punkte wird dann am Ort der Reaktion berücksichtigt. Dies ermöglicht zwar eine umfassende Bewertung der Strukturantwort, kann aber Beiträge aus entfernten Bereichen mit vernachlässigbarem Einfluss einschließen und dadurch den Rechenaufwand potenziell erhöhen. Ja, und um dem entgegenzuwirken, bietet Sophistic hier noch eine dritte Option an, die Vollanregung mit Einflussradius. Das ist eine praktische Verfeinerung, indem die Analyse auf Anregungen beschränkt wird, die innerhalb eines festgelegten Abstands vom Ort der Reaktion auftreten. Dieser Ansatz reduziert den Rechenaufwand und erfasst dennoch die relevanten dynamischen Wechselwirkungen. Damit werden wir uns in einem gesonderten Video befassen. Wir entscheiden uns hier also zunächst für Self, also die lokale Anregung. Daher brauchen wir hier jetzt auch keine expliziten Anregungsorte anzugeben. Jeder Antwortknoten ist automatisch mit der Erregerquelle gepaart. Es geht dann jetzt hier weiter mit FRQ1. FRQ1. Das ist die Start-Schrittfrequenz. Schrittfrequenzen liegen typischerweise zwischen 1 und 2,5 Hertz. Da trage ich hier 1.0 ein. Dann kommt
FRQ2, also die Endschrittfrequenz. Das ist somit 2,5 Hertz. Beim Impulsantwortverfahren wird nur der obere Wert, also bei uns die 2,5 Hertz, verwendet. Das nächste ist DFRQ. Hier legen wir die Schrittweite für die Auswertung fest und ich wähle hier ein Hundertstel, also 0,01. Und abschließend wird noch das Gewicht des Fußgängers abgefragt und hier schreiben wir BW und übernehmen den Default-Wert 0,746, also rund 75 Kilogramm. Ja, damit haben wir alle notwendigen Eingaben getätigt und können die Berechnung starten. Dafür gehe ich auf den Task, sage rechte Maustaste und sage berechne diesen Task. Wunderbar. Im nächsten Video schauen wir uns dann die Ergebnisse an. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sein werden.